Hallo meine Lieblingszuschauer und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute machen wir den dritten Test von Assimil, also den Deutschtest. Also ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Aber vor zu beginnen möchte ich euch daran erinnern, auf meinen Kanal zu abonnieren, um kein neues Video zu verpassen. Und auch vor zu beginnen möchte ich zuerst die zwei Bücher zeigen. Also ich habe Deutsch mit Assimil mit zwei Büchern gelernt. Zum Beispiel der erste ist hier, das erste Buch ist hier, Deutsch. Und ich habe auch Deutsch in der Praxis. Okay, also wie immer, wir fangen mit dem Hören an. Also, los geht's. Was wünschen Sie? Okay, das ist sehr einfach. Was wünschen Sie? Que désirez-vous? Auf Französisch. Der nächste. Hier bitte. Ein Frühstück mit Brötchen, Käse und Wurst. Nochmal. Hier bitte. Ein Frühstück mit Brötchen, Käse und Wurst. Ein Frühstück mit Käse. Mit Brötchen, Käse und Wurst. Also Frühstück und nicht Menü. Also Frühstück, hier, B. Also der dritte. Sag mal, wo bist du? Auch sehr kurz. Sag mal, wo bist du? B. Der vierte. Sicher. Ihr müsst unbedingt nach Dresden fahren. Nochmal. Sicher. Ihr müsst unbedingt nach Dresden fahren. Also, ihr müsst unbedingt nach Dresden fahren. Unbedingt ist absolument auf Französisch, also A. Okay, der nächste. Tja, was nützen die längsten Beine, wenn man einen kurzen Verstand hat? Okay, nochmal. Entschuldigung. Tja, was nützen die längsten Beine, wenn man einen kurzen Verstand hat? Okay, also. Nein. Was nützen die längsten Beine, wenn man einen kurzen Verstand hat? Einen kurzen Verstand hat, entschuldige. B, würde ich sagen. Okay, nächste. Berlin wurde die Hauptstadt der neuen Bundesrepublik. Nochmal. Berlin wurde die Hauptstadt der neuen Bundesrepublik. Also Berlin wurde die Hauptstadt der neuen Bundesrepublik. Also, ja, ich glaube, dass B besser ist. Also, ich wähle B. So, der nächste, entschuldige. Oh, ich habe mich schnell an die bayerische Lebensart gewöhnt. Und nochmal. Oh, ich habe mich schnell an die bayerische Lebensart gewöhnt. Okay, also. Nein. Ich würde sagen A. Okay. Wissen Sie, ich pfeife auf Knigge und seine Benimmregeln. Okay, nochmal. Wissen Sie, ich pfeife auf Knigge und seine Benimmregeln. Also, es fängt mit wissen Sie an. Also, das ist nicht das, weder das. Es ist weder das noch das. Also, wissen Sie ist B. Okay. Und der letzte. Hast du bemerkt, dass die Blaumeisen, die eigentlich Zugvögel sind, diesen Winter hier geblieben sind? Okay, das war etwas lang, aber wir hören es nochmal. Hast du bemerkt, dass die Blaumeisen, die eigentlich Zugvögel sind, diesen Winter hier geblieben sind? Also im Satz gibt es denn das Verb bleiben oder geblieben
Und auf Französisch ist das rester. Also wir müssen den Satz finden, in dem man sagt rester. In dem man rester sagt. Entschuldige. Nein. So, rester. Also C. Okay. Nächster Teil. Okay, also die Pronomen. Sehr einfach. Also, das ist Frau Müller. Sie, weil es Frau ist, sie hat 4 Kinder. Das Wetter ist schlecht, aber soll besser werden. Das Wetter ist so neutrum. Also, nein, nein, ja. Das Wetter ist schlecht, aber es soll besser werden. Okay. Kinder, kommt essen! Ja, wir kommen. Die Kinder antworten, ja, wir kommen. Also hier ist das die Mutter vielleicht. Kinder, kommt essen! Und dann sie antworten, ja, wir kommen. Okay, siehst du den Turm dort? Den Turm, das ist der Akkusativ. Aber wenn man den mit dem Akkusativ benutzt, dann ist es Maskulinum oder männlich. Also, der Turm ist 100 Meter hoch. Okay. Guten Tag, Herr Müller. Was machen Sie denn hier? Also, es gibt 2 Sie, aber was ist der richtige? Ich würde sagen C, weil wenn man formell spricht, zum Beispiel Herr ist Monsieur oder Sir auf Englisch und Französisch. Also man muss formell sprechen. Und wenn man formell spricht, muss man immer sie groß schreiben. Also C. Meiner Meinung nach. Aber ich bin sicher. Also die Artikel. Also ist das Maskulinum, Femininum oder Neutrum? Also sehr einfach. Meistens. Okay, das Haus gefällt mir gut. Kennst du Leute, die dort stehen? Also das ist Mehrzahl. Also die Leute, die dort stehen. Junge. Junge ist Maskulinum. Also der kleine Junge ist wirklich süß. Stück Schokolade ist besser als keins. Ein Stück Schokolade ist besser als keins, würde ich sagen. Okay, hier ist das ein bisschen schwierig, wenn man ein Anfänger ist. Hast du Kugelschreiber? Nach Abend benutzt man den Akkusativ. Also anstatt ein muss man sagen einen Kugelschreiber. Kugelschreiber ist Maskulinum. Aber seit wir den Akkusativ benutzen, muss man einen Kugelschreiber sagen. Hast du einen Kugelschreiber? Gib doch Bedienung mehr Trinkgeld. Ist das Maskulinum oder Femininum? Ich weiß nicht. Der Bedienung, würde ich sagen? Ich weiß nicht. Warum schreiben Sie, okay, hier ist der Dativ. Zu wem oder wem schreiben Sie keine E-Mails? Warum schreiben Sie den Kollegen keine E-Mail? Dativ Mehrzahl. Kommst du mit in... Also, kommst... Hier sind wir noch nicht in dem Park. Wir gehen in den Park. Also, kommst du mit in den Park? Akkusativ. Weil wir noch nicht da sind. Sie geht mit. Nach mit benutzt man immer den Dativ. Also, sie geht mit den Kindern ins Schwimmbad. Wie geht es? Okay, nach wie geht's benutzt man immer den Dativ. Zum Beispiel, wie geht es dir? Oder wie geht es Ihnen? Also hier müssen wir sagen,
dem benutzen, weil es der Vater ist, aber es ist der Dativ, also wir müssen dem sagen. Wie geht es? Dem Vater ihrer Frau. Okay, machen wir weiter, also... Okay, das ist sehr einfach. Oh, scheiße, wir haben schon 10 Minuten Zeit. Das wird lange dauern. Entschuldige, also... Los geht's. Kein Deutsch, ich spreche leider. Ich spreche leider kein Deutsch. Wir müssen die Sätze formulieren. Also... oh nein. Der Mann... Also, aber es ist falsch geschrieben, oder? Ja, es ist falsch geschrieben. Nach Hause geht, aber es ist falsch. Ich wähle B aus, aber... Ja, geht ist falsch geschrieben. Also... Der Zug fährt gleich ab. Sie hat heute viel gearbeitet. Lass uns ein Bier trinken. Los geht's. Okay, die Verben. Also, es muss sehr einfach sein. Daniel, Anna seit der 1. Klasse. Er liebt Anna seit der 1. Klasse. Deutsche oder Französin? Sind sie Deutsch? Nein. Es ist nicht formell hier. Weil sie klein geschrieben ist, also ist sie Deutsche oder Französin? Das würde ich sagen. Ja, viel besser, meiner Meinung nach. Er weder Spinat noch Salat. Er mag weder Spinat noch Salat. Entschuldige. Das ist kein Englisch-Test. Ein großes Auto. Hast du ein großes Auto? Nicht Auto, sondern Auto, entschuldige. Sie mir bitte helfen? Könnten Sie, hier ist Sie groß geschrieben, also könnten Sie mir bitte helfen? Sie am 15. März 18 Jahre alt. Also sie wird am 15. März 18 Jahre alt. Ihr mit dem Auto nach Berlin? Fahrt ihr mit dem Auto nach Berlin? Sehr gut. Doch bitte den Müll mit runter. Also hier ist der Imperativ. Nehmt doch bitte den Müll mit runter. Sehr gut. Ja, sehr gut. Als er klein war, glaubte er an den Nikolaus. Als er klein war, ja, glaubte er an den Nikolaus. Also, sie nicht mehr, was passiert ist. Sie nicht weiß, sie weiß nicht mehr, was passiert ist. Okay. Ach mein Gott, ich bin sicher, dass dieses Video hier sehr lang sein wird. Also, ja, es tut mir leid, aber das ist der Test. Was kann ich machen? Also, machen wir weiter. Hier sind die Fragewörter. Also, wo ist die nächste Bushaltestelle, bitte? Machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Kommt Stefan Zweig aus der Schweiz. Also, aus der Schweiz. Woher kommt er? Hast du das Fernsehprogramm gelegt? Wo hast du das Fernsehprogramm gelegt? Von haben Sie das gehört? Von wem? Nach vorn benutzt man immer den Dativ. Also von wem haben Sie das gehört? Oh, mein Lieblingsteil. Genau wie im letzten Test. Also, ausmachen. Am Sonntag fahren wir zu den Großeltern. Zum Geburtstag.
Die Situation ist gefährlich. Wir dürfen das nicht vergessen. Ja, ich weiß nicht. Ich hasse diesen Teil. Also, hier sind die Präpositionen. Kommen Sie auch aus Berlin? Aus Berlin, ja. Sie fahren am Wochenende nach Paris. Okay. Wir haben Hauptstädte, ja. Berlin, Paris, etc. Aus nach Berlin, ja. Dann steigen Sie über, ich weiß nicht, ist das große Geschenk für mich? Wie viel Uhr? Um wie viel Uhr wollen wir uns treffen? Ich bin noch nie. Bei ist mit gewesen, oder? Bäcker gegangen. Es ist nicht C, davon bin ich sicher. Das zu dabei. Ja, ich sage zu, ich habe keine Ahnung. Wann lernen Sie Deutsch? Seit wann lernen Sie Deutsch? In der Altstadt gibt es gemütliche Kneipen. In der Altstadt gibt es gemütliche Kneipen. Erinnern Sie sich an die Lorelei? Mal gucken. Ja, ich habe alles geantwortet. Also machen wir weiter. Noch mehr Pronomen. Also wir wollen essen. Wascht euch die Hände. Könnt ihr bitte beim Tragen helfen? Könnt ihr mir bitte beim Tragen helfen? Mit helfen benutzt man den Dativ. Also mir. Guten Tag, Frau Spielberg. Nochmal, wie geht es? Also wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen? Hast du schon Filme von Faith Akin angesehen? Hast du dich schon Filme von Faith Akin angesehen, würde ich sagen? Okay, die Nummern, die Zahlen, also 1700, okay, 1700, 46, A, 46, ja, treffen wir uns um Viertel nach 10, also B, nach 10, ja, und nicht vor 10, sondern nach 10. Er ist erst um halb drei. A. Sie hat die Wohnung für 113.000. 113 und nicht 30, also A. 768.000, holy shit. 700, also beide sind 768. 68. B. 201. 768. Ja. Es tut mir leid. Es war schwierig, weil alles zusammengeschrieben ist. Okay, die Verben. Das ist verboten. Das darf man nicht. Sie also am liebsten mit dem Zug verreisen? Sie wollen also am liebsten mit dem Zug verreisen? Es ist schon 9 Uhr. Wir müssen schnell los. Du lieber Kartoffeln oder Knödel? Magst du lieber Kartoffel oder Knödel? Ich das Fenster schließen? Ist dir kalt? Soll ich das Fenster schließen?
Wir haben leider nicht zu Ihrer Party kommen gekonnt. Wir haben leider nicht zu Ihrer Party kommen gekonnt. Ja. Wilhelm von Humboldt, viele Sprachen. Er konnte viele Sprachen. Also gut. Okay, die Konjunktionen. Sie bleibt im Haus, es draußen wunderschön ist. Obwohl es draußen wunderschön ist. Also, warum bleibt sie im Haus? Sie sollte rausgehen. Sie in die Stadt fahren, gehen Sie ins Café. Wenn Sie in die Stadt fahren, gehen Sie ins Café. Er blieb stehen, die Ampel rot war. Weil die Ampel rot war. Mit weil geht das zweite Verb am Ende des Satzes. Er noch schlief, machte sie das Frühstück. Während er noch schlief, ja, machte sie das Frühstück. Sie hat ihm Geld gegeben, er Brötchen mitbringt. Damit er Brötchen mitbringt. Er antworten konnte, hatte sie das Zimmer verlassen. Bevor er antworten konnte, hatte sie das Zimmer verlassen. Er pünktlich gewesen wäre, hätte er einen Platz gekriegt. Wenn er pünktlich gewesen wäre, hätte er einen Platz gekriegt. Okay. Sie wissen nicht, sie die Prüfung bestanden haben. Das ist die Schule. Wir wissen nie, ob wir die Prüfungen bestanden haben. Das ist das Leben. Das traurige Leben, ja. Sie wissen nicht, sie die Prüfung bestanden haben. Ob sie die Prüfung bestanden haben. Okay, alle weggegangen waren, machte er das Licht aus. Nachdem, vielleicht. Bevor, ich glaube. Okay. Er ist einfach zu dick. Er muss zunehmen. Mach endlich das Licht, ich möchte schlafen. Aus. Und nicht an, sondern aus. Ich hoffe, Sie haben gut aufgepasst. Der Zug ist vor 10 Minuten. Vor 10 Minuten. Angekommen, würde ich sagen. Kommen jeden Tag Hunderte. Sie bekommen jeden Tag Hunderte von E-Mails. Okay. Also, ist das fast fertig? Die beste Freundin. Die beste Freundin? Oder die besten. Ich würde jetzt gern ein kaltes Bier, also ein kaltes Bier trinken. Wir hätten gern noch ein paar reife Tomaten. Der Film war ausgezeichnet. Finden Sie diese Übung schwerer als die anderen? Schwerer, ja. Großes Haus mit herrlichem Aussicht zu vermieten. Sehr geehrte Damen und Herren, diese wunderschönen Tage werde ich nie vergessen. Wunderschön. Ja, dieser Teil ist sehr schwierig. Diese wunderschöne
Wunderschöne. Das ist nicht B. Wunderschöne oder wunderschönen? Wunderschöne. Sie haben ein Kind, ein 10-jähriges, das Mädchen, also ein 10-jähriges Mädchen. Mit seinem ersten Roman ist er berühmt geworden. Okay, ich glaube, es ist fast fertig. Sie sagt, sie hatte keinen Hunger. Ihr bitte einmal pünktlich kommen? Könnt ihr bitte einmal pünktlich kommen? Bitte! Als sie am Meer ankamen, gerade die Sonne auf. Ging gerade die Sonne auf. Wenn ich das nur gewusst hätte, haben die Kinder sehr früh zu Bett geschickt. Sie wurden die Kinder sehr früh zu Bett geschickt. Nachdem er das gesagt hatte, stand er auf. Stand er auf und ging. Er sieht aus, als ob er müde wäre. Ich habe dir gesagt, dass das verboten ist. Die Spielregeln müssen respektiert werden. Sie war schon lange nicht mehr in den USA. Also Akkusativ, gefahren. Okay, noch weiter. Okay, fast fertig. Alle guten Dinge sind Es ist auch noch ein Tag. Gestern ist auch noch ein Tag. Besser spät als nie. Wer wagt, gewinnt. Der fällt nicht weit vom Stamm. Der Apfel. Arbeit macht den Meister. Okay, sehr gut. Also ja, wir haben fast alles richtig geantwortet und mehr als 80% richtige Antworten. Also meiner Meinung nach ist das sehr gut. Und ja, ich glaube, dass dieses Video schon zu lang ist. Also wir werden das Video hier beenden. Aber nächstes Mal werden wir den Niederländisch-Test machen. Ich habe lange nicht ein Video auf Niederländisch gedreht, aber nächstes Mal auf dieser Serie wird das Video auf Niederländisch mit dem Niederländisch-Test. Und es wird auch eine andere germanische Sprache sein. Also ich hoffe, dass es euch gefallen wird und ich sehe euch nächstes Mal. Ciao!